Herzlich willkommen bei In die Ferne. Warum sage ich das? Herzlich willkommen bei In die Ferne. Heute geht es ums auf Toilette gehen. Wie geht man im Körper auf Toilette? Als Frau vor allem, denn das ist trickiger, als man so denkt. Na, wie geht ihr denn auf Toilette? Mit Pipi Lotta und der Flasche der Weisen. Für Frauen gibt es nämlich solche Sachen wie so Urinale und so. Und das habe ich mal getestet. Und wie gut das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video. Wie geht man im Camper auf Toilette? Das kommt natürlich auf eure Toilette an. Also es gibt die Leute, die haben eine Toilette an Bord und es gibt Leute, die haben keine an Bord. Fangen wir erstmal mit denen an, die keine an Bord haben. Ihr solltet einen Spaten dabei haben oder wenn ihr keinen dabei habt, auf jeden Fall ein Stöckchen, draußen Loch buddeln, mindestens Handlänge tief, mindestens 100 Meter weg von jeglicher Wasserquelle und am besten dunkler, feuchter Boden, da kann es am besten abgebaut werden. Loch buddeln, zubuddeln, wenn ihr nur pinkeln müsst, ist glaube ich auch egal. Versuchen nicht an die gleichen Stellen zu machen wie alle anderen auch schon, an Waldwegen und Parkplätzen und bitte kein Toilettenpapier da lassen, sondern in irgendeinen kleinen Müllbeutel dabei haben oder sowas und das Zeug entsorgen, weil haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Natur braucht lange, das zu verarbeiten, weil alle Leute immer an die gleichen Stellen machen. Und oft ist es auch problematisch, weil es dann doch Taschentücher sind oder Feuchttücher und die werden nicht abgebaut. Oder es braucht sehr, sehr lange, bis die abgebaut sind. Viel länger, als man immer denkt. So, das für die, die keine Toilette haben. Für die, die eine Toilette haben, kommt es natürlich drauf an. Welche habt ihr? Ich liste jetzt mal alle auf, die ich kenne. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche es noch gibt. Wenn euch interessiert, wie ich hier auf Toilette gehe. Hier oben ist das Video zu meinem Toilettensystem verlinkt. Also es gibt Trockentrenntoiletten, die gibt es in riesengroß mit Holz und eigenen Fächern und mit so einem Separé-Einsatz. Man kann das auch ohne Separé-Einsatz lösen, so habe ich das zum Beispiel gemacht. Einfach ein Urinalkanister mit Trichter und dann ein Eimer mit Streu drin. Oder es gibt Leute, die benutzen diese einfach Eimer, also so irgendwelche Klappeimer, die sehen aus wie so Windeleimer mit so einer Art Toilettenaufsitz mit Deckel und Henkel sogar. Dann gibt es welche, die sind wie so Klappstühle, Mini-Klappstühle, wo man oben dann diesen Aufsatz, den Brillenaufsatz drauf macht und eine Tüte einhängt. Es gibt welche, die Porta Potties, ne? Da hast du dann sowas wie eine simulierte Klospülung auch drin. Und dann klassische Kassettentoiletten, wo du dann die Kassette entleeren musst. Ja, und dann geht man am besten, also ich meine, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit euren Partnern und Partnerinnen versteht, aber vielleicht möchte man die Privatsphäre haben, dann muss man sich halt abwechseln. Oder wenn ihr mit Kollegen oder Kolleginnen unterwegs seid, einfach ein bisschen Rücksicht nehmen und dann spricht man sich ab. Wenn man dann mal seine Ruhe haben will, Vorhänge zu. Oder man findet Toiletten unterwegs, öffentliche Toiletten. Gibt es überall. Wenn man sowieso in einem Café einen Kaffee trinken will oder ins Restaurant geht und da was isst. Oder an einer Tankstelle tankt oder auf Raststätten. Ich glaube, das muss ich euch nicht erklären. Ich glaube, das wisst ihr. Aber für alle, die sich gefragt haben, wie macht man das unterwegs? Ich hoffe, die Frage hat sich jetzt für euch beantwortet. Der Duft weht hier gerade so richtig schön rüber. Es tut mir leid, Kaffee, dass ich dich eine Woche nicht getrunken habe. Taugen so Urinale für Frauen was? Da habe ich am Anfang auch gedacht, ich bin besonders clever, ich hole mir so ein Urinal, dann kann ich mich nämlich wie die Männer im Stehen pinkeln und muss mich nicht irgendwo hinhocken, muss mir nicht die Hose runterziehen, nackten Arsch irgendwo in den Busch halten, sondern stehe einfach irgendwo am Baum oder Straßenrand und kann halbwegs angezogen bleiben. Und ja, dem ist nicht so. Das funktioniert nicht. Vielleicht liegt es am Modell. Ich habe bestellt das Pipi Lotta Modell und ganz klassisch einfach Trichterform. Und die Idee ist, man hält sich das vorne vor und wie halt ein Trichter funktioniert. Läuft es dann raus und man kann es gezielt, fokussiert den Strahl irgendwo hinlenken. Das Problem ist nur, man muss ja damit so nah an den Körper kommen, und die Fläche ist relativ groß, wenn da nichts nebengehen soll, dass man sich dafür irgendwie, meistens trägt man eine Hose, es sei denn, man ist so ein Kleidverfechter. Ich jetzt eher nicht so. Mit einem Kleid stelle ich mir das praktikabel vor, weil da musst du nicht so viel auffuddeln oder so. Aber mit der Hose funktioniert das einfach nicht. Männer haben ja den Vorteil, das ist sozusagen ausfahrbar, das ganze System. Ne? Ihr könnt quasi extern vom Körper, ihr seid da noch ein bisschen weiter weg, ihr habt da ein bisschen
wie sagt man, Kilometer zwischen, also Zentimeter. Das Bild werde ich nicht mehr los. Okay. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ist ein bisschen praktischer bei euch. Naja, ihr müsst auf jeden Fall nicht die Hose bis zum Hintern runterziehen, aber bei Frauen muss es, damit es dran passt und quasi abgeschlossen ist. Sonst läuft es daneben und bei euch, ihr habt da die Verlängerung eingebaut. Ihr könnt das Problem anders lösen und weiter weg vom Körper kommen. Ja, aber mit Kleidern stelle ich mir das ganz hilfreich vor. Da kannst du dann, musst du so unterm Rock rumfuddeln. Also es sollte dann ein weites Kleid sein, also so ein enges Etui-Mini-Kleid. Aber wer zieht das beim Campen an? Ja, vielleicht auch eine Hose-Kleid-Kombination, so Leggings und darüber Kleid, könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten müssten Frauenhosen einfach anders gebaut sein. Vielleicht ist das Problem auch, dass die meistgetragene Hosenart vermutlich eine Skinny Jeans ist aktuell. Das ist einfach das Schlechteste, um als Frau im Stehen zu pinkeln. So, und ich meine, jetzt musst du irgendwie versuchen, hier dieses komische Silikon an den Körper zu kriegen, dass das hält. Also bei Männern ist das ja angewachsen. Auch so dieses kleine Röhrchen. Also da kommst du ja nicht so weit weg vom Körper. Da kann man sich auf jeden Fall was Cooleres überlegen. Ich dachte, das ist eine super Idee. Ja, mit einer Waffe am Gürtel rumrennen. Wenn dir einer blöd kommt, kannst du lospinkeln. Wo sie aber sehr gut funktionieren, ist, wenn man sich ekelt vor öffentlichen Toiletten. Weil da ist man ja in einer abgeschlossenen Kabine und es ist egal, ob man sich die Hose runterzieht und mit dem Arsch in der Gegend steht, weil da ist der Raum abgeschlossen. Wenn man sich da nicht hinsetzen will, ist dann Urinal sehr praktisch. Oder wenn ihr im dunklen Wald alleine unterwegs seid und euch sicher seid, euch starrt keiner auf den nackten Arsch wie auf den großen Mond, so, dann könnt ihr das auch machen. Besonders wichtig bei diesem Pipi-Thema ist natürlich, was macht man nachts? Hier zum Beispiel, wenn ich hier einmal das Bett aufgebaut habe, komme ich nicht mehr so gut an die Toilette. Das geht natürlich, aber man kann sich auch behelfen. Die Herren haben so Tipps gegeben, wie eine Punika-Flasche mit großer Öffnung zu benutzen für die Nacht. Denkt dran, sollte mehr als 500 Milliliter fassen in der Regel, denn eine menschliche Blase fasst auf jeden Fall 500 Milliliter. Und wenn eure Flasche das nicht packt, habt ihr die Scheiße im Auto. Also ja, ist natürlich wieder leichter für Männer, ne? wegen der physiologischen Voraussetzungen, für Frauen nicht so. Aber wenn die Öffnung groß genug ist, dann kriegt man das auch als Frau hin. Also ich habe da schon diverse Lösungen mit Glasbehältern und sonst was gehört. Ich bin mir sicher, ihr kommt da auch auf gute Ideen. Ja, wenn es denn mal nicht nur das kleine Geschäft sein soll, dann müsst ihr halt irgendwie rausgehen oder halt das Bett nochmal abbauen und die Toilette rausholen. Und den Freund oder Partner oder die Freundin einfach aus dem Auto rausschmeißen in der Nacht. Es gibt keinen anderen Weg. Oder den so doll auf den Kopf hauen, dass sie auf jeden Fall nicht aufwachen. Tja, wie macht man das, wenn man zu zweit im Camper unterwegs ist? Entweder Rücksicht nehmen, sich Raum und Zeit geben und sich abwechseln. Oder ihr seid schon in der Phase eurer Beziehung angekommen, in der alles egal ist. Nee, Quatsch, in der man einfach um die Menschlichkeit des jeweils anderen weiß. Und dann, aber ihr wisst schon, was wir meinen. Das war's mit einer neuen Ausgabe von Vanlife Fragen, die du dich nicht traust zu stellen. Hier oben verlinke ich euch mal das letzte Video aus der Reihe und hier unten verlinke ich euch ein anderes cooles Video. Und jetzt würde mich noch interessieren, habt ihr irgendeinen Tipp, wenn ihr zum Thema Camping und Toilette, gerade speziell als Frau, wenn man unterwegs beim Reisen ist oder ein anderes Urinal oder whatever, schreibt mir eure Tipps gerne mal in die Kommentare. Vielleicht lernen wir da alle noch was, wie wir das bequemer gestalten können. Ansonsten, die Herren können mir gerne auch noch mal einen Tipp hinterlassen. Ne? Nur bedenkt dran, bei uns funktioniert das anders. Aber ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.